Hallo zusammen. In vielen Kommentaren bei meinen Garmin-Videos war immer wieder die Frage, wie sehen Gesundheitsfunktionen aus, beziehungsweise wie werden hier Kalorien abgebildet. In diesem Video möchte ich euch zeigen, welche Gesundheitsfunktionen die neuen Garmin-Uhren-Generationen anbieten. Das Ganze natürlich hier auch mit eigenen Daten und ich zeige auch, welche diversen Einstellungen ihr hier vornehmen könnt. Dabei teile ich das Video hier in mehreren Bereichen ein, zum Beispiel die Herzfrequenzmessung, Schlaf, aber natürlich auch Kalorientracking und alles, was es hier drumherum gibt. Bei der neuen Uhrengeneration ist vor allem gemeint die Phoenix 8, Phoenix 8 Pro, als auch eine Enduro 3 oder auch die Forerunner 570, Venue 4, X1 bzw. die Vivo Active 6. Ich zeige das Ganze hier in diesem Video hier an der Forerunner 970. Die erste Funktion, die ich da zeigen möchte, ist schon etwas älter, und zwar die Garmin Body Battery. Die haben wir auch auf älteren Uhrengenerationen. Ich habe hier zum Beispiel auch alles in einem Gesundheit-Widget hinterlegt. Das heißt also, die Apps sind bei mir etwas aufgeräumt. Ihr seht hier direkt in der Übersicht schon mal schön angezeigt, wie mein aktueller Battery-Stand ist. Momentan ein Wert von 5, das ist so der Minimalwert, der eingegangen werden kann. Wir sehen auch hier, ich hatte jetzt keine gute Nacht. Ich habe nur 39 Punkte geladen und 40 Punkte verloren. Aber was ist die Garmin Body Battery? Ihr könnt euch das einfach wie einen Akku vorstellen, den ihr auf 100% aufladet und über den Tag durch Stress, durch Aktivitäten zehrt ihr dann an der Energie und dann seht ihr einfach hier, wie euer aktueller Energiestand ist, ob ihr vielleicht etwas ruhiger angehen solltet oder ob ihr noch Sport machen könnt. Bei mir sehen wir jetzt den Wert 5, das heißt also, ich sollte mich auf jeden Fall ausruhen. Ihr könntet natürlich auch ins Widget hineingehen, dann bekommt ihr ein paar Details mehr angezeigt. So seht ihr hier im Hintergrund das Rote, das ist der Stress. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier durch den Tag durchzugehen, um euch die Daten nochmal genauer anzuschauen. Und dabei seht ihr hier links oben die Garmin Body Battery, den Stand zu dem Zeitpunkt, als auch den Stresslevel. Du hast dann auch die Option, hier rechts oben drauf zu drücken, um dann hier nochmal Insights anzeigen zu lassen. Das heißt also, hier bekommt ihr nochmal eine Analyse des Tages. Das könnt ihr euch auch hier als Meldung aktivieren. Sie sehen hier, ein anstrengender Tag. Meine Reserven wurden aufgebraucht und so bekommt es dann auch hier nochmal schön detailliert angezeigt und seht auch hier, dass ich mich etwas ausruhen soll. Das aber noch nicht alles. Wenn wir runterscrollen, sehen wir dann auch nochmal hier einmal den Verlauf. Sie sehen hier, es war ziemlich stressig jetzt am Schluss gewesen. Und ihr seht auch hier, was die Einflussfaktoren waren der Body Battery. Wir sehen hier, der Schlaf nur 40 Punkte plus gemacht und der Stress, den ich hatte, war jetzt minus 4 Punkte. Soll ich jetzt hier Sport gemacht haben, bekomme ich das natürlich dann auch angezeigt, wie viel Energie mich das gekostet hat. Und Stichwort Stress, du hast aber auch ein eigenes Stress-Widget, das sehen wir jetzt hier. Hier kann man sehr gut ablesen, wie der Stress generell war, ohne Body Battery. Man kann auch sehr gut erkennen, wenn man hier zum Beispiel eine Infektion hat. Ich bin momentan auch ein bisschen angeschlagen, ich weiß nicht, ob man das hört. Das sieht man auch in den Stresswerten. Und vor allem die Stresswerte gehen auch hoch, bevor du eigentlich merkst, dass eine Infektion kommt, weil dann der Körper mehr arbeitet, weil er dann gegen die Infektion ankämpft und das kannst du sogar schon im Vorfeld hier absehen. Und im Stress-Widget bekommst du auch nochmal schön eine Auflistung über den Tag angezeigt, wie sich der Tag zusammengesetzt hat im Gesamten, den Durchschnittswert und natürlich gibt es dann auch eine Historie, bei dem die Durchschnittswerte hier nochmal erläutert werden. Und auch hier hast du die Möglichkeit, immer wenn hier oben was leuchtet, da kannst du nämlich dann zum Beispiel eine Atemübung machen, um einfach hier mit dem Körper etwas herunterzukommen. Die Garmin Body Battery selbst wird wie gesagt auf allen Uhren auch angezeigt. Ist mittlerweile auch so weit, dass wenn du die Uhren wechselst, dass die Garmin Body Battery auch zwischen Uhren synchronisiert werden. Das heißt also, du kannst auch abends eine Phoenix 8 tragen zum Sport. Tagsüber ziehst du dann die 970 an und bekommst immer die gleichen Werte angezeigt, beziehungsweise die Werte werden dann übertragen. Die Garmin Body Battery beruht ja hier auf einer Messung der Herzfrequenzdaten und dadurch ist natürlich auch interessant zu sehen, wie ist dann der Verlauf der Herzfrequenz. Auch hier bietet uns Garmin ein eigenes Widget an, besser gesagt 2 Stück. Einmal das ganz klassische Herzfrequenz-Widget und dazu muss man sagen, die Garmin-Uhren messen auch kontinuierlich deine Herzfrequenz, das heißt also auch jede Sekunde. Das kann man ganz gut sehen, mein Wert ist momentan 76. Ihr könnt einmal euch natürlich den historischen Verlauf über den Tag anschauen, als natürlich dann auch die Ruhe-Herzfrequenz, sehen wir jetzt hier. Ich kann ganz gut sehen, dass ich momentan mit einer Infektion gekämpft habe, beziehungsweise immer noch ein Problem habe. Auch hier ist schon im Vorfeld absehbar, ob man krank wird oder nicht, weil dann geht die Ruheherzfrequenz hoch. Das merkt man vor allem im Schlafen. Und da sehen wir hier auch den Wert, der sich bei mir so ein bisschen entwickelt hat und dass ich gerade gegen was ankämpfe. Wir sehen hier 48 ist momentan der Wert und ich bin meistens etwas um die 40, 42, 43
Sieht man auch hier, 7-Tages-Schnitt ist 47. Auch hier habt ihr rechts oben die Möglichkeit, eine Aktion auszuführen. Ihr könnt zum Beispiel auch Herzfrequenzdaten senden. Das könnt ihr zum Beispiel in Aktivitäten auch standardmäßig einstellen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel auf dem Rad fährst und Swift nutzt, kannst du die Daten hier an die App senden, wenn du möchtest, oder generell an ein kompatibles Gerät. Es gibt dann natürlich auch noch weitere Einstellungen, das sehen wir jetzt hier. Einmal Start ist automatisch, wir können die Quelle einstellen, beziehungsweise auch hier nochmal die Herzfrequenzdaten senden. Du hast mit den Uhren ja auch die Möglichkeit, Alarme einzustellen für obere Herzfrequenz und untere Herzfrequenz. Das ist leider nicht mehr im Widget enthalten, das ist etwas versteckter. Und dafür geht ihr einfach auf eure Uhr in die Einstellung, das ist bei allen Uhren gleich. Sehen wir jetzt auch hier, gehen wir runter, Einstellung. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, unter Benachrichtigungen reinzugehen. Und dann geht ihr einfach hier unter Fitness. Und dann gibt es hier nämlich die Möglichkeit, einmal die Tagesübersicht zu aktivieren. Dann bekommst du einen Tagesreport angezeigt. Du kannst auch einen Stressalarm einstellen. Das heißt also, wenn der Stresswert extrem hoch geht, bekommst du einen Alarm. Was aber interessant ist ein Alarm für abnormale Herzfrequenzen, gerade wenn das für dich ein Thema ist. Hier kannst du nämlich sagen, okay, für einen oberen Bereich kannst du nämlich hier einen Schwellenwert hinterlegen, den kannst du auch selber festlegen. Hier zum Beispiel 100 in dem Fall. Wenn du reingehst, kannst du, wie gesagt, das auch ändern, wenn du es möchtest. Und es gibt aber auch für den unteren Herzfrequenzbereich, das heißt also, bei mir wäre es niedriger 40, er nimmt es auch aus meinen historischen Daten. Das heißt also, wenn ich unter 40 falle, bekomme ich auch einen Alarm auf die Uhr. Ganz wichtig für die Personen, die natürlich hier diese Funktion benötigen. Wie gesagt, das findet ihr jetzt auch alles unter den hier Fitnessfunktion bzw. Benachrichtigung. Jetzt wird aber nicht nur die Ruheherzfrequenz ermittelt beim Schlafen, was ein Indikator ist, sondern für die Erholung ist natürlich auch die sogenannte Herzfrequenzvariabilität wichtig. Das heißt also, wie ist dann die Herzrhythmusveränderung, und umso höher der Wert und umso besser. Eine Besonderheit dieses Wertes ist auch die Grafik bzw. die Einordnung, wenn man es nicht so gut auskennt. Wir sehen hier im grünen Bereich ausbalanciert. Das ist gut und es ist auch bei jedem anders. Das heißt also, die Werte werden für euch individuell ermittelt. Das bedeutet, wenn du eine Garmin-Uhr neu hast, dauert es, glaube ich, 2-3 Wochen, bis du dann hier auch Vergleichswerte angezeigt bekommst. Das heißt also, bei jedem sieht das hier anders aus. Wir sehen auch hier, ich bin im normalen Bereich. Wenn du zum Beispiel viel trainierst, kann es sein, dass du im oberen und unteren Bereich bist. Das heißt also, dass du im Training auch zurückfahren solltest, weil dein Körper sich in der Nacht nicht mehr richtig erholen kann. Wir sehen auch hier, der Ausgangszustand ist bei mir 74 bis 92 die Range. 66 ist hier der Durchschnitt. Und auch wenn ihr hier runter scrollt, bekommt ihr einmal die letzte Nacht angezeigt. Aber natürlich dann auch hier eine Übersicht der Durchschnittswerte. Sind hier ist ein bisschen in den Keller gegangen. Wie gesagt, etwas krank. Und wir bekommen auch hier nochmal schön grafisch angezeigt, die letzten 4 Wochen, ob ich dann hier im optimalen Bereich mich bewegt habe. Der Herzfrequenzsensor ermittelt aber nicht nur den Puls, nein, es wird dann auch der Blutsauerstoffwert ermittelt. Das heißt also, du bekommst einmal hier schön angezeigt, wie dein Wert sich im Verlauf des Tages ist. Wenn du es entsprechend eingestellt hast, sind auch hier unten wird dann ein Höhendiagramm angezeigt. Wenn du zum Beispiel in Bergen unterwegs bist, dann kannst du auch die Entwicklung sehen. Ich bin jetzt hier im Flachland, deswegen ist es hier ein sehr banaler Wert, beziehungsweise nicht so aussagekräftig. Ihr seht dann auch hier mit den grünen Balken, wie der Verlauf war. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn wir jetzt hier rechts oben reinklicken im Widget, zu sagen, okay, ich möchte jetzt einmal direkt messen. Das ist manuell möglich. Und du hast in Einstellungen auch die Option zu sagen, okay, wie soll das gemessen werden? Den ganzen Tag. Damit geht natürlich die Akkulaufzeit herunter. Aber du kannst auch sagen, ich möchte es nur beim Schlafen gemessen haben. Und zu guter Letzt könnt ihr auch sagen, nur bei Bedarf. Das heißt also, da musst du es selber manuell anstoßen, ob du das hier messen möchtest oder nicht. Bei der Fenix 6, wo das damals eingeführt worden ist, war der Akkuverbrauch extrem hoch. Da hat man es meistens ausgeschaltet. Das hat man echt signifikant gemerkt. Mittlerweile ist das so gut optimiert, dass man die Werte auch ohne Probleme hier über den ganzen Tag ermitteln kann. Für einige auch eine essentielle Funktion ist die EKG-Funktion. Das unterstützt aber nicht jede Uhr. Zum Beispiel die View Active 6 hat keine EKG-Funktion, als auch die Forerunner 570. EKG findet ihr zum Beispiel bei der Enduro 3, Fenix 8, 8 Pro oder auch der Forerunner 970, Venue 4 und Venue X1. Und dabei habe ich jetzt nur die neueren Uhrenmodelle genannt. Es gibt natürlich ein paar ältere Uhrenmodelle, die auch die App haben. Die App selbst musst du dann aber hier freischalten. Das heißt also, da musst du erst in der Garmin Connect App das Ganze durchführen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben. Da habe ich das nochmal genauer erklärt. Ein weiteres Manko bzw. Nachteil ist, wenn du eine Beta auf der Uhr hast, wie ich jetzt zum Beispiel,
dann bekommst du auch angezeigt, dass die EKG-App nicht zur Verfügung steht. Das liegt einfach daran, dass Garmin hier sicher gehen möchte, dass hier keine Fehlwerte gemessen werden, das EKG stimmt und es wird dann irgendwann auch freigeschaltet, sobald dann der Beta-Status wieder verlassen wird, bzw. Release-Version herauskommt. Und sobald ihr das EKG durchgeführt habt, wird es dann auch mit eurer Garmin Connect App synchronisiert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Mehr gehen, dann gehen wir hier auf Gesundheitsstatistik, da drauf. Und ganz unten gibt es dann das Feld EKG, das wählen wir ebenfalls aus. Und da sehen wir auch schon alle EKGs, die ich hier aufgezeichnet habe, meistens zu Videotests. Und wenn wir jetzt einfach auf ein EKG draufgehen, bekommt ihr einmal hier schön die Daten angezeigt, hier oben. Ihr seht dann auch die durchschnittliche Herzfrequenz, die gemessen worden ist. Die Uhr, die gemessen, mit der es ausgeführt worden ist, der Phoenix 8 Pro in dem Fall. Und wenn wir jetzt oben auf die 3 Punkte gehen, habt ihr auch die Möglichkeit, hier ein PDF herunterzuladen. Das heißt also, wenn ihr es damit zum Arzt nehmen möchtet, ist das an dieser Stelle auch hier ohne Probleme möglich. Die Garmin-Uhren bieten dann auch noch eine weitere Funktion, und zwar den sogenannten Health Snapshot. Das habe ich jetzt hier mal ausgewählt und hier kannst du nämlich eine Übersicht ermitteln bzw. einen aktuellen Status. Wir gehen jetzt einfach in Health Snapshot hinein. Wir sehen hier, dann gibt es eine Messung, die wird dann hier 2 Minuten durchgeführt und dann sehen wir hier auch bequem sitzen und da werden dann alle relevanten Daten nochmal ermittelt. Ja, da sehen wir jetzt auch schon, der Bericht ist jetzt gleich erledigt bzw. durchgeführt. Wir sehen hier einmal Stressmessung mit live gemacht, die Herzfrequenzdaten, aber auch die Atemfrequenz. Und dann bekommt ihr auch so einen Bericht angezeigt, die durchschnittlichen Blutsauerstoffwerte, Herzfrequenz, Atemfrequenz und Stress. Aber auch die Herzfrequenzvariabilität wird dann ermittelt. Und so habt ihr dann nochmal den Bericht, der dann auch hier mit der Garmin Connect App synchronisiert wird, beziehungsweise ja, den ihr dann auch hier dann nochmal in der Garmin Connect App sehen könnt. Und der Health Snapshot steht natürlich dann auch für alle Uhren zur Verfügung. Der nächste interessante Aspekt ist dann der Schlaf bzw. die Schlafauswertung. Da hat sich in den letzten Jahren auch einiges getan, was dann hier die Daten angeht. Zu einem bekommt ihr auf allen Uhren einmal den Schlaf angezeigt. Wir bekommen einmal die Zeit, wie wir geschlafen haben, aber auch ein Sleep Score. Der war jetzt in der Nacht jetzt nicht so gut. Das heißt also, wird dann bewertet. Maximalwert ist 100. Das heißt also, war so ein bisschen mittelmäßig. Ihr seht einmal hier schön den Verlauf, ja, ob es dann ideal war mit Schlafen, Tiefschlafphasen, das seht ihr einmal hier grafisch. Ihr bekommt dann auch hier so eine kleine Anzeige. Der Qualität des Schlafes wird ausgewertet und ihr könnt euch natürlich im Detail auch nochmal genauer anschauen, wie das über die Nacht gelaufen ist mit den Wachphasen und Tiefschlafphasen. Unten seht ihr dann die Einschlafenszeit und Aufwachzeit, die mittlerweile Garmin nun auch wirklich sehr gut erkennen. Da hatte ich jetzt aber keine Probleme mehr. Und wir sehen auch hier nochmal eine zeitliche Aufteilung der Schlafphasen, aber natürlich dann auch hier eine Veränderung der Atemmusters. Das heißt also, wenn du hier Schlafapnoe haben solltest, kannst du das hier nämlich hier auch ablesen. Sieht hier bei mir soweit alles in Ordnung noch aus. Und ihr bekommt auch die Schlafstadien nochmal über die Woche angezeigt. Seht hier, dass es momentan bei mir etwas schlechter geworden ist. Und ihr seht dann auch den Sleep Score, der war bei mir jetzt in den letzten 2 Nächten nicht mehr so gut. Und so seht ihr auch nochmal den Verlauf, auch ein wichtiger Aspekt für die Erholung. Es gibt dann aber noch weitere Informationen, wenn wir ganz wieder auf der Startseite sind des Widgets und rechts oben drauf drücken, dann bekommt ihr auch nochmal Schlafinformationen. Das heißt also auch hier nochmal eine kleine Analyse, dass es dann hier kein guter Schlaf war und für den Tag auch nicht sehr gut ist, dass ich vielleicht gereizter sein könnte. Ich habe mich auch relativ schlapp gefühlt. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, den Schlafmodus direkt zu aktivieren. Das heißt also, die Uhr in Schlafmodus zu versetzen, dann wird das Display dunkler gemacht und ihr wird nicht mehr gestört. Ihr habt natürlich auch eine Alarm-Wecker-Funktion und es gibt dann hier auch weitere Einstellungen, da gehen wir jetzt einfach mal rein. Hier könnt ihr auch nochmal den Schlaffokus aktivieren. Das gibt es aber auch automatisch und da kommen wir zu meiner kleinen Kritik an den Garmin-Uhren. Diese arbeiten nämlich mit einem sogenannten Schlafplan. Das heißt also, du sagst einfach hier, an welchen Tagen, von wann bis wann du schläfst. Das hilft die Uhr einfach, den Schlaf besser zu erkennen. Bist du außerhalb des Fensters, kann es auch etwas schwieriger werden. Und die Uhr geht dann wirklich automatisch nur in den Schlafmodus oder in Ruhephasen, wenn du die Zeit hier angibst. Wie gesagt, das ist gerade für Schichtarbeiter, das ist echt schwierig, weil man dann hier ständig das Ganze ändern muss. Und da müsst Garmin auf jeden Fall nacharbeiten, damit es hier etwas besser wird. Dann hast du noch hier Display Design, das du ändern kannst. Wie gesagt, wenn du in den Schlafmodus gehst, ist das etwas abgeändert und nur sporadisch, dass nichts blendet. Und du kannst hier nochmal weitere Details einstellen, was dann ausgeschaltet sein soll, was eingeschaltet sein soll. Wenn wir dann nochmal zurückgehen, gibt es dann auch noch weitere Funktionen. Ihr habt nämlich auch die Möglichkeit hier, dann gehen wir eins kurz weiter, Nickerchen zu erkennen. Das heißt also, wenn du dich mittags hinlegst und auch keinen Schlafmodus hast, beziehungsweise Schlafmodus aktiviert ist,
erkennt die Uhr trotzdem Nickerchen. Die werden dann aufgezeichnet, da bekommst du auch eine Analyse, ob das gut oder schlecht war. Es ist nicht immer zuverlässig, also man kann nicht garantieren, dass die Uhr das immer erkennt. Es gibt manchmal Situationen, da erkennt sie es nicht. Ich kann aber nicht sagen, an was es liegt. Es kommt bei mir nicht oft vor, aber es ist auf jeden Fall schon vorgekommen. Ganz spannend ist aber dann der Schlafcoach. Der soll euch dabei helfen, ja, dass ihr optimal schlaft, beziehungsweise Sie sehen hier, ich habe ein Schlafdefizit von 30 Minuten, ich soll etwas früher ins Bett gehen. Und wenn wir dann reingehen, bekommen wir auch ein paar Details mehr. Sie sehen hier, wir können mehr schlafen, 30 Minuten mehr. Ein Nachteil, der Schlafcoach ist ein Wert, der von der Gesundheitsorganisation vorgegeben wird, was optimal ist. Das heißt also, der ist leider nicht für euch individuell ermittelt. Wenn du generell wenig schläfst, kann es sein, dass das für dich hier nicht ganz zutrifft. Es gibt jetzt aber mittlerweile noch weitere Punkte. Wenn wir jetzt runterscrollen, sehen wir nämlich auch hier weitere Optionsmöglichkeiten, die wir so leider auf die Vivo Active 6 nicht haben, aber auf allen anderen Uhren. Zu einem haben wir hier das Schlafbedürfnis. Wir sehen hier einmal eine Übersicht, ja, dass mein Schlafprotokoll schlecht ist, dass ich mehr schlafen sollte. Aber auch, und da kommen wir zum Thema, was die Vivo Active 6 nicht hat, ist zum Beispiel der Schlafrhythmus. Hier seht ihr nämlich dann, ob ihr hier schlafen geht im optimalen Bereich seid. Wir sehen hier, letzte Schlafdaten ist das blaue. Das pinke ist der interne Rhythmus, da wird dann angezeigt, wie meiner generell ist. Und das Fenster ist so der mittlere Zeitpunkt. Das heißt also, ich bewege mich hier im optimalen Zeitpunkt, leicht versetzt gegenüber meinem normalen internen Rhythmus. Und das ist auch wirklich für euch ausgelegt und dauert auch so etwa 3 Wochen, bis das ermittelt wird. Ihr bekommt hier auch nochmal so eine kleine Analyse, wenn ihr rechts oben auf den Button drückt. Sehen wir auch hier nochmal, ja, könnt ihr euch das nochmal durchlesen, was dann jeweils bei euch dabei steht. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt dann auch noch die Schlafdauer. Das seht ihr dann für euch, ob ihr eure Ziele erreicht habt. Es sind hier 2 Nächte, habe ich es geschafft, an restlichen nicht. Und 8 Stunden knapp habe ich dir da angegeben. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die Schlafkonsistenz, also wie konsistent gehst du ins Bett. Und können sehen, wir haben hier so eine weiße gestrichelte Linie, was eigentlich der optimale Bereich sein soll. Das heißt, ich bin beim Bettgehen eigentlich immer ganz gut. Und da sehen wir auch hier, ich habe sehr viel geschlafen, weil ich nicht fit war. Angeschlagen, da sehen wir hier, ich habe deutlich mehr geschlafen. Und dann war einfach hier aus meinem Rhythmus heraus. Aber so habt ihr immer so im Rahmen, ob ihr dann im optimalen Bereich schlaft. Ist natürlich für Schichtarbeiter etwas schwierig. Aber für einen, der hier, ich sag mal, einen ganz normalen Bürojob hat wie ich, ist das natürlich ein Parameter. Wir können auch sehen, dass ich hier eindeutig zu wenig schlafe. Das sind so die Schlafparameter, die neben der Herzfrequenzvariabilität ermittelt werden. Und wie gesagt, da hat sich mittlerweile bei den Garmin-Uhren einiges getan. Um jetzt aber auf einen Blick zu sehen, ob deine Vitalwerte alle im optimalen Bereich sind oder ob sich da irgendwas anbahnt, musst du jetzt nicht in jedes einzelne Widget hineingehen, was ich gerade gezeigt habe. Ist für die Detailanalyse natürlich interessant. Vielmehr gab es ja mit der Venue 4 den Health Status. Der wurde jetzt zumindest schon mal in der Beta auf alle anderen neuen Uhrenmodelle ausgerollt, auch auf die Vivo Active 6. Wenn wir jetzt einfach mal reingehen, können wir sehen, hier sehen wir auf einen Blick, ob meine Werte alle im optimalen Bereich sind. Wir sehen hier, die Herzfrequenz, Ruheherzfrequenz ist abweichend, ansonsten alles, was blau ist, ist hier optimal. Auch dieser Wert wird für euch individuell ermittelt. Wir sehen auch hier, wir sind hier im oberen Bereich. Die Herzfrequenzvariabilität wird dabei ermittelt, die Atmung, aber auch die Hauttemperatur und die Blutsauerstoffwertmessung. Hier ist es ganz wichtig, dass es mindestens auf Schlafen steht, sonst bekommst du hier keine Werte angezeigt und so hast du zumindest alle Vitalwerte auf einen Blick. Es gibt ja auch noch weitere Vitalwerte und zwar für viele ist dann natürlich auch das Gewicht interessant bzw. Kalorienverbrauch. Auch das wird mit den Garmin-Uhren hier ermittelt bzw. gab es einige Erweiterungen. Zu einem bekommen wir ein neues Gewicht-Widget, das heißt also, hier kannst du dein Gewicht auf der Uhr tracken. Wenn wir ins Widget hineingehen und zum Beispiel sagen, rechts oben könntest du ein Gewicht hinzufügen. Solltest du aber eine Garmin-Indexwaage haben, wird es automatisch reingeschrieben, dann siehst du die Daten auch hier auf der Uhr. Was leider nicht funktioniert ist, wenn zum Beispiel ich auf dem iPhone Apple Health nutze und eine andere Waage, werden die Gewichtsdaten leider nicht übertragen. Dann müsst ihr sie manuell eintragen. Zu einem seht ihr auf dem Widget einmal hier den Trend. Ich nehme jetzt gerade momentan ab, war etwas zu schwer, bin da auch gerade hinterher. Ihr seht dann auch hier nochmal den Verlauf, das ist so ein gemittelter Wert. Wir können ganz gut sehen, in den letzten 7 Tagen habe ich 0,7 Kilo abgenommen. Ich mache das jetzt ungefähr so seit 3 Wochen grob und sind jetzt 2 Kilo runter. Wir können auch sehen, dass hier eine Entwicklung ist. Wie gesagt, dann hast du das Gewicht auch hier im Überblick. Das gibt es natürlich auch in der Garmin Connect App. Und wenn ihr zum Beispiel ein Gewicht abnehmen wollt, ist natürlich dann der Kalorienverbrauch auch interessant. Und hier gibt es ein eigenes Widget. Wir sehen hier im blauen Bereich ist der Grundbedarf, den ich habe.
Und der rote Bereich sind meine Aktivkalorien. Wenn wir jetzt drauf gehen, können wir sehen, was mein Verbrauch ist. Ich habe jetzt nicht so viel Sport gemacht. Die Balken sind dann größer, wenn man Sport macht. Wie gesagt, das rote sind Aktivkalorien, blaue ist der Grundumsatz, den jeder hat. Das ist aber dann auch wichtig, dass ihr dann Alter, Geschlecht und Gewicht richtig in Garmin Connect hinterlegt, damit der Grundumsatz richtig ermittelt werden kann. Die Aktivkalorien werden anhand der Herzfrequenz ermittelt. Besser gesagt, die Uhr merkt es dann, wenn ich aktiver werde und aus der Ruhe rauskomme, dass ich mich dann hier bewege. Und entsprechend bekommt es dann hier angezeigt, beziehungsweise wenn ich eine Aktivität aufzeichne, weiß die Uhr das dann auch. Ihr bekommt dann auch weitere Details, einmal eine schöne Grafik, aktiv sind 263 Kalorien, in Ruhe 2139, gesamt waren es 2402 und dann seht ihr auch hier nochmal den Aktivkalorienverbrauch. In letzter Zeit war bei mir jetzt nicht so hoch, weil ich keinen Sport machen konnte und natürlich auch nochmal die Gesamtkalorien bekommt ihr auch angezeigt. Jetzt aber so, dass ihr mit Garmin nun auch die Möglichkeit habt, ein Nahrungstracking durchzuführen. Da gibt es auch ein eigenes Widget, das sehen wir jetzt hier. Das Ganze hat aber leider ein kleines Manko. Das funktioniert nämlich nur mit Connect Plus. Das heißt also, du brauchst auf jeden Fall das Connect Plus Abo, um hier das Nahrungstracking zu nutzen. Und auch hier gibt es jetzt ein eigenes Widget. Wir sehen hier noch 82 Kalorien darf ich verbrauchen. 1873 ist mein Ziel und 1791 habe ich aktuell verbraucht. Das ist mein Grundumsatz, den ich habe. Wir sehen hier auch ein angepasstes Ziel. Das liegt einfach daran, ich habe ein Ziel angegeben, weil ich einen Job habe, wo ich viel sitze. Das heißt also, das ist wirklich dann ziemlich weit unten. Und ich habe gesagt, bitte berücksichtige jede Aktivkalorie, die dazukommt, durch Bewegung, durch Sport. Und das wird dann hier drauf gerechnet. Und so bekomme ich immer ein angepasstes Ziel anhand meiner Aktivkalorien. Das heißt also, real habe ich tatsächlich noch 339 Kalorien übrig, die ich verbrauchen kann. Einmal haben wir einen Proteinverbrauch, beziehungsweise Bedarf, den ich aufgenommen habe, von 91 Gramm, 159 wäre das Ziel. Fett sind es 61 Gramm genommen, 71 ist erlaubt, 216 in meine Kohlenhydrate und 213 habe ich zugenommen. Und wir bekommen auch mal im Detail angezeigt, dann den Kalorienverlauf in der App, aber natürlich dann auch hier nochmal grafisch, wie sich die letzten Wochen zusammengesetzt hat, als natürlich dann auch hier, was habe ich jetzt zum Beispiel gegessen. Sehen hier beim Frühstück habe ich das Ganze getrackt über die Garmin Connect App. Seht ihr auch hier schon mal eine Übersicht und da sind auch die Kalorien hinterlegt. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier Nahrung aufzuzeichnen über die Uhr. Hier werden mir aber nur die Favoriten angezeigt, die ich in der letzten Zeit verwendet habe. Das heißt also, deutlich besser ist es, wenn ihr das hier dann über die Garmin Connect App aufzeichnet. Aber so habt ihr das dann auch immer mit im Überblick. Aber ich würde sagen, wir werfen noch einen kurzen Blick in die Garmin Connect App hinein. Sehen wir auch hier, wird uns dann schön nochmal das Nahrungsprotokoll angezeigt. Wir sehen auch hier, ich habe in den letzten 4 Wochen alles schön mal aufgezeichnet. Das sind die Punkte, die ich erreicht habe. Ihr seht auch hier nochmal schön grafisch, wie dann der aktuelle Stand ist. Und wenn wir reingehen, bekommt ihr nochmal detaillierte Übersicht über den Tag, wie es sich zusammengesetzt hat, meine Kalorien. Auch hier, da war ich jetzt dann, habe ich schön brav sauber gegessen. Und abends waren wir noch unterwegs gewesen, deswegen habe ich dann hier einen Döner gegessen. Aber so habt ihr das nochmal im Überblick und wisst dann auch hier, welche Nahrung ihr zugenommen habt. Ich habe dazu auch mal ein ausführliches Erklärvideo gemacht, wo ich gezeigt habe, wie das Tracking generell funktioniert, mit Barcodes, aber auch mit Nahrungserkennung, wenn du ein Foto machst. Das verlinke ich dir oben mal, da kannst du mal reinschauen. Das siehst du nochmal mehr im Detail. Und die letzte Funktion, die ich dir zeigen möchte, ist dann das sogenannte Lifestyle Login. Auch das ist auf allen Uhren ausgerollt. Hier könnt ihr nämlich ein Protokoll führen, beziehungsweise geht dann auch eine weitere Analyse. Ihr könnt dann sagen, okay, habe ich Alkohol getrunken, bin ich im Homeoffice gewesen, bin ich gependelt. Und dann wird nämlich hier auch eine Analyse durchgeführt. Die Uhr selber dient aber eher hier zum Tracken, was du gemacht hast. Ich persönlich finde das auch sehr unpraktisch und finde es auch in der Garmin Connect App etwas besser gelöst. Und die Funktion ist anders als das Nahrungstracking hier für alle verfügbar. Ich persönlich habe mir hier zum Beispiel ein Lifestyle-Login dann hier rechts unten angefügt im Schnellmenü. Und wenn wir jetzt mal drauf gehen, können wir sehen, ich habe hier immer schön brav meine Berichte ausgefüllt jeden Tag. Man kann das auch als Erinnerung machen. Dann sehen wir hier auch noch so eine kleine Übersicht, wie sich dann alles zusammensetzt. Interessant wird aber dann die Auswertung und dafür gehe ich jetzt einfach mal auf 4 Wochen. Hier werden nämlich verschiedene Daten ausgewertet, zum Beispiel Stress über Nacht. Das heißt also, was hat eine positive Auswirkung, was hat eine negative Auswirkung. Interessant ist, dass Pendeln bei mir eine positive Auswirkung auf den Stress beim Schlafen hat. Koffein am Morgen auch. Negativ wird bei mir zum Beispiel interessanterweise Homeoffice, höchste Auswirkung sogar. Leichtes Training, moderates Training hat auch negative Auswirkungen, vor allem wenn man es etwas später macht, als auch minimale Auswirkungen auch nochmal angezeigt. Das sind hier die Faktoren. Das Ganze gibt es dann auch nochmal für die 12-Wochen-Sicht.
Da seht ihr dann zum Beispiel, ja, ganz positiv war für mich zum Beispiel Urlaub. Das ist ein gutes Zeichen, da habe ich mich auch wirklich sehr gut erholt. Negativ ist super intensives Training und auch den tatsächlich hat bei mir auch eine Auswirkung gehabt. Das gleiche ist dann auch mit der Herzfrequenzvariabilität über die Nacht, also wie ich mich in der Nacht erhole. Gehen wir auch nochmal hier auf den 4-Wochen-Rhythmus, dann sehen wir hier, Sonnenlicht ist positiv, aber auch eine gesunde Mahlzeit. Schwere Mahlzeit wäre bei mir jetzt negativ. Und wie ermittelt das die App? Ganz einfach, dadurch, dass ich das jeden Tag ausfülle, mit den Daten, die dann zutreffen, kann er anhand von Verhaltensmustern das feststellen, wie sich das hier entwickelt. Und dabei gibt es dann auch die Möglichkeit, hier weitere Details zu sehen. Wenn es zum Beispiel auf gesunde Mahlzeit geht, kann man sehen, wie oft man hier Ja und Nein angeklickt hat. Das ist möglich. Oder wenn wir dann nochmal ganz kurz zurückgehen, bei Stress über Nacht, bei Alkohol, da siehst du zum Beispiel, wann du was getrunken hast und bekommst dann auch nochmal einen Typ angezeigt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, Bier, Schnaps, das wird nochmal analysiert. Oder auch Koffein am Morgen ist dann auch eine Möglichkeit, das sieht dann auch schön grafisch angezeigt, wann ihr was getrunken habt und wann nicht. Und wenn ihr einen Typ hinterlegt habt, könnt ihr sogar noch die Typen sehen, die dann drauf zutreffen. Als weiteren Punkt gibt es auch noch den Sleep Score. Wenn wir da drauf gehen, sehen wir hier 4 Wochen Entwicklung. Das ist ein leichtes Training, hat negative Auswirkungen. Positiv habe ich jetzt tatsächlich gar nichts. Unzureichende Aufzeichnungen sind hier, da weichen die Werte einfach nochmal ab. Da kann er es nicht genau zuordnen, deswegen tauchen die hier auf. Gehen wir jetzt mal auf den 12-Wochen-Rhythmus, sehen wir hier, Verschlafen hat eine positive Auswirkung auf den Sleep Score. Ja gut, habe ich auch länger geschlafen, muss schon ein bisschen schmunzeln. Und Migräne hat eine negative Auswirkung, das hatte ich auch mal eine Zeit lang, immer wieder, wenn das Wetter schnell wechselt, sehen wir auch hier die Punkte, wann ich das hier angegeben habe. Und da seht ihr auch nochmal hier den Verlauf des Wochendurchschnittes und wann ich was angegeben habe und sogar hier nach Tagen nochmal aufgeschlüsselt, habt das dann auch mit dabei. Und wie gesagt, das ist so ein kleines Protokoll, das ihr ausfüllen könnt und dann bekommt ihr so eine kleine Analyse und lernt euren Körper kennen. Du hast auch die Möglichkeit, eigene Punkte anzufügen. Auch dazu habe ich mal ein sehr ausführliches Video gemacht, wie das funktioniert. Auch das verlinke ich dir dann oben einmal. Ja, ich wollte euch an dieser Stelle einfach mal zeigen, welche Gesundheitsfunktion uns Garmin mittlerweile mit den Sportuhren hier anbietet. Das ist schon einiges, was es mittlerweile im Programm gibt. Es sind auch wirklich sehr viele Details. Man kann auch sehr gut in die Tiefe gehen. Du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben, was du von den Gesundheitsfunktionen hältst. Ist das gut für dich? Findest du schlecht? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Generell kannst du mir auch deine Erfahrungen mal wiedergeben, wie es bei Krankheiten war oder auch Nickerchen, ob das bei dir alles wunderbar funktioniert hat. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wenn du noch mehr zum Thema Garmin sehen möchtest, ich habe auch eine Playlist rund um Garmin, da kannst du mal reinschauen, was ich sonst so alles auf dem Kanal zu Garmin gezeigt habe. Aber auch natürlich eine Best-of-Playlist, dann siehst du, was ich sonst noch alles auf dem Kanal zeige. Es sind nicht nur Garmin-Produkte, auch andere Sachen, zum Beispiel Apple Watch, Suunto oder Coros, je nachdem, was dich interessiert. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.